Dieses Video ist möglich durch die Unterstützung vom Taschengelddieb. Für deinen nächsten Einkauf nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung und wenn du dabei noch sparen willst, dann unterstütze uns gern als Patreon oder Kanalmitglied. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TB TV und zur diesjährigen TB Creator Challenge. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um die TB Creator Challenge 2023. Ja, was ist eigentlich die TB Creator Challenge? Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal durchgeführt in den letzten Jahren und ja, der Hintergrund ist eigentlich, verschiedene Content Creator zusammenzuführen, um ein gemeinsames Projekt, vielleicht nicht ein gemeinsames Projekt, aber vielleicht ein gemeinsames Thema zu behandeln. Die letzten Male war es tatsächlich so, dass wir das Projekt vorgegeben haben anhand von einem Bausatz, einem MDF-Bausatz. Die Teilnehmer haben dann quasi alle den gleichen Bausatz bekommen und mussten daraus was basteln. Da sind dann die verschiedensten Projekte rausgekommen und ja, man hat so ein bisschen so die Community so ein bisschen zusammengebunden und die einzelnen Videos wurden dann auf den einzelnen Kanälen gezeigt. Das wird dieses Jahr genauso sein. Das heißt, im Anschluss dieses Videos könnt ihr dann schon mal in die Videobeschreibung gucken. Da sind nämlich alle Creator verlinkt. Da könnt ihr nämlich schon mal den Kanal abonnieren, denn am morgigen Tag veröffentlichen alle Creator zeitgleich ihre Videos und dann könnt ihr die kompletten Videos dazu schauen. Dieses Jahr ist es aber ein bisschen anders. Wir haben uns dieses Jahr gedacht, okay, wir möchten mal gerne mit internationalen Content Creatern zusammenarbeiten. Die letzten Male waren es tatsächlich nur deutsche Content Creator und dieses Mal haben wir uns gedacht, okay, dieses Mal möchten wir international arbeiten. Haben mal geschaut, okay, was würde denn gut zu unserer Thematik passen, welche Kanäle passen gut zu uns und haben uns dann auch ein Thema ausgesucht und haben die Regeln ein bisschen aufgeweicht, sage ich mal, denn wir konnten jetzt dadurch, dass wir international arbeiten, haben wir gesagt, okay, wir können ja jetzt nicht irgendwelche Bausätze verschicken, da müssen wir ja in die verschiedensten Länder und Kontinente teilweise schicken. Ich glaube, das funktioniert nicht. Lass es uns diesmal ein bisschen freier gestalten. Das heißt, dieses Jahr war das Thema NAZ Bastogne 44. Also es geht um die Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg und wir haben das Ganze noch weiter geöffnet, indem wir gesagt haben, okay, ihr müsst gar nichts basteln, sondern ihr könnt machen zu dem Thema, was ihr wollt. Ihr könnt ein Diorama basteln, ihr könnt ein Fahrzeug bemalen, ihr könnt eine Miniatur bemalen, ihr könnt aber auch einen Battle Report aufnehmen.
aber es muss tatsächlich zum Thema Nuts Bastogne 44 irgendwie passen. Und das waren quasi so die groben Spielregeln. Ja, aber wer ist denn jetzt eigentlich dieses Jahr alles mit dabei? Zum einen haben wir Storm of Steel Wargaming aus England. Wir haben Tabletop CP aus den Vereinigten Staaten. Wir haben den Belgium Diorama Maker aus Belgien. Wir haben die Schweizer Bastelbude aus der Schweiz. Und wir haben natürlich auch einen Kandidaten für Team TB. Der kommt allerdings aus Deutschland und da hatten wir ja quasi einen Aufruf gestartet. Hey, bewerbt euch bei uns mit einem kleinen, kurzen Handyvideo, warum ausgerechnet ihr dabei sein wollt. Denn die letzten Male ist ja Thomas schon angetreten fürs Team TB, dann ist Steffi fürs Team TB angetreten und dieses Mal haben wir gesagt, okay, dieses Mal schnappen wir uns einen aus der TB-Community und das ist der liebe Mike geworden. Und der Mike wird quasi antreten fürs Team TB. Aber ist das Ganze jetzt eigentlich eine komplette Challenge? Nein, eigentlich nicht. Es ist eigentlich keine Challenge in dem Sinne. Die Challenge ist, glaube ich, nur das Thema umzusetzen. Aber es gibt jetzt keinen Preis oder es gibt keinen Sieger, denn ich finde, alle Projekte sind auf ihre Art und Weise super geworden und deswegen kann man es auch irgendwie, ich finde es schwierig, da irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt Platz 1, Platz 2, Platz 3. Es nennt sich TB Creator Challenge, weil, glaube ich, die Aufgabe an sich einfach die Challenge ist, aber es ist jetzt hier kein Wettkampfgeist irgendwie mit vertreten. Was uns einfach wichtig ist, ist die Vernetzung der verschiedenen Creator. Ich finde, das kann noch viel mehr zusammenwachsen. Verschiedene Creator können einfach noch viel mehr zusammen Projekte machen und dort können spannende Dinge passieren und jeder profitiert vom anderen. Und ich würde es mir wünschen, dass das in Deutschland auch mal wieder so ja, ein bisschen enger zusammenrückt. Und falls jetzt Content Creator aus Deutschland zuschauen, ich würde es einfach toll finden, wenn nicht jeder so sein eigenes Ding fährt. Und ich finde, da ist tatsächlich, muss ich leider sagen, die internationale Community viel, viel aufgeschlossener als die deutsche. Das soll jetzt aber keine große Kritik sein, sondern das muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden, ob wer, wie, was mit wem zusammen machen möchte. Aber vielleicht ist es einfach mal ein Aufruf, hey, vielleicht kann sich die deutsche Community einfach mal so ein bisschen zusammenraffen und vielleicht passieren noch mal wieder spannende Projekte und vielleicht kann man noch mal wieder dort zusammenarbeiten. Ja, aber jetzt möchten wir euch natürlich die Teilnehmer nicht vorenthalten und wir beginnen mit Storm of Steel Wargaming. Hello Steelers, hello tabletop basementers, and this is Alex from Storm of Steel, and I'm going to give you an introduction to my game. They very kindly, the guys over at Tabletop Basement reached out to me and asked if I would be interested in partaking in their winter Bastogne Nuts video experience, I suppose you call it. So I said, yeah, of course I would, because I film a game for Christmas anyway, and this was a perfect chance to do it. And I had a little think about what to do with Bastogne and how to replicate it on a tabletop. And my first thought was the fantastic scene of the Battle of Foy, or Foy as the Americans called it, in the Band of Brothers TV series, which remains one of my favourite TV series or military history TV series of all time. And I think a lot of people love it as well. Now, the guys over at Little Wars TV had also recorded a similar game using Chain of Command, which is what I'm going to be using as well for this one. And I think I'm not sure if they had a particularly satisfactory game of it. However, we're going to be playing it here, and this is going to be an American attack into Foy itself, which is over here, German held, and I've got the American paratroopers, which I've just recently painted specifically for this scenario. It's going to be a very tough ask because they've got to get across these open snowfields to get into the village itself, and hopefully hold at least some part of it. This is a famous part where one of the Americans, lieutenants, I think, is wounded and basically is held up in the centre of the table. So this is going to be a slightly different. Hopefully, they're going to be able to get a little bit further forward than they actually did in real life. That is the plan, at least. So that is what it is. This is the table, as you can see here, all set up. I don't have a load of snowy material, but I do have some bits and pieces, so I've kind of thrown down a nice white blanket just to give us that little sense of snow in the air and make it very cold for those poor old American paratroopers as they need to get into those houses on the left there. All right, well,
that's as much as you need to know from me at this point. The video will be out along with all the other videos that everybody else is making, and hopefully I hope you are going to enjoy it, and I will see you in that video. Ja, ihr bekommt also einen richtig fetten Battle Report zum Thema Bastogne 44. Ja, Foy ist natürlich auch genau mein Ding. Band of Brothers ist genau mein Ding. Ich freue mich sehr auf diesen Battle Report. Also morgen auf jeden Fall einschalten. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den Content Creatern. Und wie gesagt, könnt ihr jetzt schon mal abspeichern und direkt für morgen vormerken. Aber gehen wir zum nächsten, zu Tabletop CP. Damals hieß er noch Bolt Action CP, weil er nur Bolt Action Content gemacht hat. Ja, aber inzwischen hat sich das auch ein bisschen gedreht. Er verschiedene Spielsysteme, Chain of Command, Bolt Action. Es gibt aber auch moderne Geschichten, also Modern War, aber auch mal der Ausritt in den Wilden Westen. Also es gibt da auch die verschiedensten Dinge. Tabletop CP. Hello, Travis here from Tabletop CP, and I'm here to announce our contribution to Tabletop Basement's 2023 Creator Challenge with the theme of Nuts, Bastogne 1944. So we were given a choice of what we wanted to do to contribute to this collaboration. We could do a battle report, we could do a diorama, we could do a painting tutorial. Whatever we wanted to do, we could do, and I picked battle report because that's pretty much what we do here. So we're going to do a game of bolt action, winter themed, which is one of our favorites, pulling a mission out of the Battle of the Bulge book. And we're going to take a quick look at that right now. But first, thanks to the guys at Tabletop Basement for putting this on. It's super awesome, getting a bunch of creators together on one theme. Really fun, great way to network with other guys and get some great content out there. So let's go ahead and take a look at this particular battle. So for this mission, we are breaking a battle out of the Battle of the Bulge campaign book for bolt action. We're using the Battle of Foy. We're going to tweak it a little bit. We're going to move it north to the very little known village of Fop. And mainly because we don't have any winter paratroopers, so we can't fight the true Battle of Foy. So we're going to tweak it, move to FOP, and we're going to tweak the selector a little bit and use American veteran infantry instead of paratroopers. So it's an interesting mission. We're just trying to drive the Germans out of FOP. The Americans are starting on the left side of the board, kind of an open territory. The board's broken into thirds. The left side of the American starts kind of open ground, some woods, the middle, some hedges, and then the far right third is the edge of FOP itself. The Americans are deploying within 12 inches of Zone 1. The Germans are deploying half their force in Zone 2, half their force in Zone 3, and the Americans are tasked with driving the Germans out of FOP. So very simple. The Americans are going to get a victory point for every unit they have in Zone 2 at the end of turn 4, and they're going to get a victory point for every unit in Zone 3 at the end of the game. It is an 8-turn game, so a longer game. And the Germans, meanwhile, are going to get 2 victory points for every American unit destroyed. So pretty simple, but pretty cool layout. We love the winter battles here. It's one of our all-time favorite settings to play World War II in. So that's the mission. Let's take a look at the 2 forces that are going to be involved in this one. So the German defenders of FOP, this is taken from the Operation Watch on Rhine selector. 1,019 points, 10 order dice, no vets allowed. We're going to have 1 second lieutenant. With man, we're going to have 3 full-strength Here Grenadier squads, SMG sergeant, 2 assault rifles, 1 light machine gun, a medic. We're going to have a Volksgrenadier squad. It's going to be 10 guys as well, 5 assault rifles, 4 rifles and a machine gun, an MG42 on tripod, medium mortar with spotter, a sniper, and a Panzer IV with the side skirts. So that's the defending troops of FOP, and let's take a look at the American attackers. The Americans are going to have 1,234 points with 12 order dice, so 20% advantage in points for the attackers. This is taken from the Bastogne 1944 selector, modified by me to match the requirements of the mission. So starting off here, we have a second lieutenant. We're going to have 4 10-man veteran infantry squads with 2 BARs, SMG sergeant. We're also going to be rolling in with Captain Spears, who's a special character from the Battle of the Bulge selector. He's pretty good. He runs as a captain even though he's a lieutenant. He's unkillable, so if he does happen to die on a 4+ roll, he doesn't die. And he's also got a reputation, so any unit within 12 of him, when he activates, can pull off 1 pin. So that's pretty good. We're also going to have a medic. We're going to have a medium machine gun team, and 2 medium machine gun teams, a medium mortar, a spotter, a bazooka, and a sniper. And the Americans are not allowed to bring any armor or any artillery to this battle.
So pretty good sized force, a lot of vets, going to be pretty tough to bring down for the Germans. And with that, we're going to go ahead and say we hope you guys liked this video. And again, thanks to the guys at Tabletop Basement for putting us on. We really had fun with this battle, and we hope you guys like it. Ja, und auch hier erhaltet ihr einen richtig dicken Battle Report. Ich freue mich sehr auf diesen Battle Report, denn ja, Storm of Steel Wargaming und Tabletop CP sind tatsächlich meine beiden Lieblings, ja, unter anderem mit Little Wars TV natürlich, die leider keine Zeit hatten, sonst wären sie auch dabei gewesen, aber die hatten leider keine Zeit. Aber das sind so die drei Lieblings-Wargaming-Kanäle, die ich tatsächlich auch in meiner Freizeit schaue. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer, dem Belgium Diorama Maker, und der hat ein Projekt zusammen mit seinem Kumpel gemacht, mit seinem Buddy, der krass Figuren anmalen kann. Also was der an Tarnuniform malt, ist beeindruckend. Checkt unbedingt mal den Kanal ab. Ich habe ihn ebenfalls unten verlinkt. Der Belgian Diorama Maker und sein Buddy haben ein schönes Diorama gebaut zum Thema natürlich Bastogne 44. Willkommen zu einer Reise durch die Zeit und der europäischen Geschichte. Wir freuen uns sehr, euch bald hinter die Kulissen unserer Teilnahme an der Challenge Nuts 44 bezüglich der Schlacht im Winter 1944 in den belgischen Ardennen mitnehmen und das Endergebnis präsentieren zu dürfen. Wir, das sind Ozzy und Andy vom Modellbauclub Belgian Miniature Alliance. Unser noch junger Club besteht aus Plastikmodellbaubegeisterten der Sparten Militär, Zivilfahrzeuge, Figuren und Fantasy. Wir sind international aufgestellt mit Hauptsitz in Belgien, aber unsere Mitglieder kommen aus der ganzen Welt, zum Beispiel Japan, Mexiko, Südkorea, Italien, England, Deutschland und Belgien. Wir freuen uns sehr, dass Sascha von Tabletop Basement uns eingeladen hat, an dieser Creator Challenge teilzunehmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an ihn und sein Team. Als Modellbau-Enthusiasten und Geschichtsinteressierte war die Gelegenheit, einen Momenteindruck der Schlacht von Bastogne 1944 nachzustellen, eine wirklich spannende Herausforderung. Wir haben uns entschlossen, eine Vignette als Bodybuild, sprich einem Gemeinschaftsprojekt, in das jeder von uns seine Fähigkeiten und Ideen ideal einbringen konnte, zu bauen. Uns ging es darum einzufangen, unter welchen extremen Bedingungen die Soldaten dort um das Überleben erbittert gekämpft haben, als da zum Beispiel die Witterung und auch die Waldumgebung wären. Wir beide schauten uns historische Fotografien an und Ozzy brachte sein Expertenwissen und Können bezüglich Figurenbemalung, deren Tarnung und Ausrüstung in das Projekt ein, um dem Ganzen möglichst authentisch gerecht zu werden. Ferner sind wir beide, da wir in Belgien wohnen, schon öfters in den Ardennen gewesen und haben dort auch zahlreiche Militärmuseen besichtigt, wie ihr anhand der Fotos in diesem Video sehen könnt. Diese Bilder wurden alle in den Museen in und um Bastogne herum aufgenommen. Uns geht es bei der Erstellung eines Dioramas oder einer Vignette auch immer um das Erzählen einer Geschichte. Die gefrorenen Landschaften, strategische Positionen oder zum Beispiel die feinen Nuancen der Gesichtsausdrücke der Soldaten. All das spielt eine entscheidende Rolle, um die Emotionen dieser Ardennenschlacht zu vermitteln. Begleitet uns also demnächst auf unseren beiden YouTube-Kanälen Ozzy's Scale Modeller's Secret und Belgian Diorama Maker beim Entdecken unserer Vignette und deren kleinen Details, die mit der Nachstellung der Geschichte im Miniaturformat 1:35 einhergehen. Ihr findet die Links zu unseren Kanälen im Kommentar und am Ende dieses Videos. Es wird eine Reise voller tiefem Respekt für alle Soldaten, die in den schneebedeckten Feldern und Wäldern von Bastogne im Jahr 1944 um ihr Überleben kämpften. Wie am Eingang des Panzermuseums in Munster das abgewandelte lateinische Sprichwort von Walter Benjamin steht: Wer den Frieden will, der rede vom Krieg. Kommen wir zum nächsten Diorama, und zwar zur Schweizer Bastelbude. Natürlich, die Schweizer Bastelbude ist natürlich für den klassischen Plastikmodellbau bekannt, aber natürlich seit bestimmt 1-2 Jahren im Tabletop-Bereich unterwegs und ist übelst fasziniert von diesem ganzen Tabletop-Bereich. Und er war früher tatsächlich nur im Dioram- und Plastikbau unterwegs und ja, ist wie gesagt seit kurzer Zeit erst im Tabletop-Segment angekommen
Und ich finde es so toll, wie er sich über jedes System einfach freut und er probiert ganz viele Dinge aus und das ist super toll anzuschauen. Checkt auf jeden Fall mal den Kanal, ist wirklich empfehlenswert. Es gibt auch das ein oder andere Tutorial, Bemal-Tutorial und natürlich jeden Monat gibt es seine Monatsupdates. Was hat er gemacht, was haben sie gemacht? Zusammen mit seiner Frau Esther betreibt er diesen Kanal, denn die Esther ist nämlich auch eine begnadete Malerin, die malt ganz tolle Sachen, auch im Fantasy-Bereich. Und ja, die Schweizer Bastelbude mit einem Diorama. Heute zusammen, ich bin der Thomas aus der Schweizer Bastelbude und ich darf dieses Jahr teilnehmen an der Tabletop Basement Creator Challenge 2023. Kurz zu mir, ich bin 52 Jahre alt, ich baue seit 2018, baue ich klassische Modellbau und habe angefangen im Jahr 2023, also dieses Jahr, Anfang von diesem Jahr, mit Tabletop. Schuld daran ist natürlich das Tabletop Basement. Sascha, du bist schuld dran, dass ich jetzt hier Tabletop mache. Ja, auch mit der Airbrush und alles drum und dran. Der Sascha seit 2018, seit ich das Hobby angefangen habe wieder, hat er mich die ganze Zeit mit begleitet. In Form von, weil ich YouTube Benutzer bin, auch User bin. Und ja, und seine Ideen, seine Kreativität haben mich natürlich auch sehr mit inspiriert. Gut, ich persönlich fühle mich mega geehrt, an dieser Challenge teilnehmen zu dürfen, um ja, meine Fertigkeiten im Bereich Tabletop Modellbau euch zu zeigen. Das ist eigentlich der Sinn, auch die Aufgabe, die persönliche Challenge, sage ich jetzt einmal, wie ich das sehe. Ich möchte dieses klassische Modellbau und dieses Tabletop zusammenführen. Und das macht's mega interessant, mega Spaß. Und ja, das ist eigentlich meine persönliche Challenge. Das ist die Herausforderung für mich. Und ich darf da teilhaben und da bin ich sehr dankbar. Gut, Thema Nuts, Bastogne 1944. Und genau da liegt nämlich das große Problem. Boah, ich und Schnee im Modellbau. Boah, noch nie gemacht. Mal schauen, wie wir das lösen, das Problem. Ja, ich sage euch mal ganz kurz 2, 3 Eckdaten, was mir durch den Kopf gegangen sind. Nadelwald, teilweise Mischwald in Bastogne. 5:30 Uhr, 16.12.1944, der Beginn von Wacht am Rhein. Das war das Codewort oder Operationswort. Dann Bastogne, roter Rand, gelbes Schild, schwarze Schrift. Und unter anderem Sturmgeschütz 3, Sonderkfz 251-1, Panther, Tiger, 8.8, Königstiger, Sonderkfz 250-1. Und vor allen Dingen das Wort Nuts, das war ja die Aussprache des amerikanischen Kommandierenden, heißt ja nichts anderes wie Quatsch oder Schwachsinn. Übersetzt ins Deutsche, nachdem der Amerikaner anboten hat von der Wehrmacht, dass sie kapitulieren in Bastogne. Und das Thema ist mega interessant, mega spannend und wie gesagt habt, mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Ich bin mega dankbar, dass ich hier in der Creator Challenge von Tabletop Basement mit teilhaben darf. Und in diesem Sinn wünsche ich alle Teilnehmer von dieser Challenge viel Erfolg, viel Spaß und wie gesagt habt, gebt's euch Sorge, bleibt gesund, Glu an. Grüße aus der Schweiz, eure Schweizer Bastelbude, Esther und der Thomas. Und wir kommen zum letzten Teilnehmer und zwar zum Team TB, der Mike. Ja, was erwartet uns hier? Auch hier erwartet uns ein Diorama. Ich bin sehr gespannt zu dieser Aufnahme. Als ich das jetzt aufnehme, habe ich beide Projekte noch nicht gesehen. Beziehungsweise es ist natürlich ein Projekt, aber ich habe beide Videos noch nicht gesehen. Das Video von dem Mike werdet ihr dann morgen bei uns auf dem Kanal finden. Und das Kurzvideo, das zeige ich euch gleich. Aber ich kenne diese beiden Videos noch nicht. Von daher kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was er daraus gezaubert hat. Er selbst sagt, er ist ja, eigentlich absoluter Anfänger, auch noch relativ neu auf dem Gebiet. Von daher geht nicht so hart in die Kritik
denn er selbst sagt halt, ich habe noch nie mit Schnee gearbeitet. Das ist mein erster Versuch, auch mit Schnee zu arbeiten. Und ich bin gespannt, wie er das Ganze umgesetzt hat. Also der Mike. Hallo zusammen, ich bin der Mike und ich bin die diesjährige Wildcard für die Tabletop Basement Challenge mit dem Motto Bastogne Nuts, der berühmte Ausspruch des befehlshabenden Offiziers der eingeschlossenen Amerikaner in der Bastogne. Und ja, ich habe mich freiwillig gemeldet. Mein Sohn hat mich überredet, weil mir Geländebau eigentlich Spaß macht. Ich bin aber blutiger Anfänger. Wir haben jetzt mit Modell und Tabletop angefangen Anfang letztes Jahr. Und ich habe ein ganz klein bisschen Geländebau gemacht. Und das meiste aber Afrika, weil wir eigentlich hauptsächlich mit Afrika-Modellen und halt auch Gelände und sowas gebaut haben, was wir hatten. Wir haben verschiedene Matten gebastelt, aber nichts Größeres, bis auf ein paar Platten. Leider sind davon die meisten kaputt gegangen. Aber ansonsten ist das wirklich bei mir, ich bin vielleicht minimal über Erfahrung Level 0. Also ich bin wirklich Anfänger. Und deswegen war jetzt Ardennen im Winter eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe mir auch ein bisschen zu viel vorgenommen, ganz vorneweg. Ich bin mit den beiden Platten, die ich gemacht habe, nicht ganz fertig geworden. Es fehlen Details, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich bin überrascht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wenn man Gelände wirklich versucht, ein bisschen aufwendiger zu gestalten. Ich habe mir ein bestimmtes Ereignis rausgesucht, eine Schlacht in den Ardennen, aber das erfahrt ihr noch. Und jetzt seht ihr ein paar Fotos und ja, bleibt gesund und bis bald. So, dann fangen wir mal an. Da sehen wir dann die Grundplatte. Da hat ich schon den ersten Zuschnitt gemacht. Und dann habe ich, wie gesagt, die Grundfläche erstmal gemacht mit der Mischung aus Kaffeesatz. Hier sind ein paar Figuren, die ich angemalt hatte. Mit denen bin ich leider nicht fertig geworden, die zu basen und so. Mache ich noch, dann kann man mal ein Video nachreichen vielleicht auf meinem eigenen Kanal. Und ich habe auch noch ein Fahrzeug. Fahrzeuge habe ich mehrere gemacht, aber jetzt hier dann ein Tiger 2. Und den habe ich aber auch nicht fertig gemacht. Hätten eigentlich noch kalken müssen. Das seht ihr jetzt bei dem Tiger 1, da habe ich das versucht hinten. Da habe ich eine Kalkfarbe angerührt, um drüber zu malen. Das ist das Bauernhaus, was ich gemacht habe. Da seht ihr auch, wie ich das verputzt habe. Hier dann das Gelände eingesetzt. Ja, so sieht es aus. Ja, jetzt habt ihr alle 5 Teilnehmer gesehen, haben ihre Projekte kurz und knackig vorgestellt und morgen geht es natürlich dann in die vollen Videos. Wie gesagt, von 4 Teilnehmern, Storm of Steel, Tabletop CP, Belgium Diorama Maker und der Schweizer Bastelbude, findet ihr die Videos auf deren Kanäle. Ganz wichtig, geht auf die Kanäle, abonniert die Kanäle, lasst bitte unbedingt einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, das würde die Kanäle natürlich auch weiterhin unterstützen. Und genau das ist ja quasi unser Hintergrund, zu sagen, okay, wir führen alle Kanäle zusammen irgendwie, so dass jeder davon so ein bisschen profitieren kann. Ja, und das Video von Mike, das kriegt ihr natürlich dann morgen bei uns auf dem Kanal. Und ja, auch da würde sich natürlich auch der Mike über tolle, positive und natürlich auch konstruktive Kritik in den Kommentaren natürlich freuen. Ja, falls euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst gerne mal auch ein Abo und ein Like bei uns da. Schreibt gerne was Nettes in die Kommentare. Und falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich bei unserem Partner. Unten ist natürlich der Link, den könnt ihr gerne nutzen. Ansonsten Kanalmitgliedschaft oder Patreon ist natürlich auch immer super. Und schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei. Das war es jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt morgen ganz viel Spaß mit den ganzen Videos. Das heißt, ihr könnt morgen 5 Videos gucken. Und falls ihr das alle nicht schafft, dann speichert euch die auf jeden Fall in eurer Liste ab, dass ihr die auf jeden Fall nach und nach schauen könnt. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Also, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Habt nicht so viel Stress jetzt in der Vorweihnachtszeit und ich wünsche euch dann morgen einen schönen, ist es der 3. Advent oder ist es der 4. Advent? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Adventssonntag. Also, bis bald. Tschüss.